Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Heute zeige ich euch meine Faltfigurentechnik auf der Gelatineplatte. Ihr seht hier ein paar Beispiele. Die Technik kann man sehr vielfältig anwenden, monochrom oder mit verschiedenen Farben. Ihr könnt damit auf Papier drucken oder sogar auf Leinwand. Dazu verlinke ich euch auch nochmal einen weiteren Film, ein Video von mir oben und unten in der Beschreibung. Ich zeige euch heute 3 Beispiele und ich denke, wir können jetzt starten, oder? Ich habe hier eine gekaufte Gelatineplatte, 12 x 14 Inches, auf einer glatten Plastikunterlage. Diese habe ich auf der Unterlage festgeklebt, damit sie nicht verrutscht. Das unterliegende Blatt hat die gleiche Größe wie mein Druckpapier. Ich brauche außerdem eine Gummiwalze, Acrylfarbe in Indigo Blau, passendes Druckpapier und ein paar Reste von Strukturtapete. Hier seht ihr meine Tapetenreste aus einem alten Tapetenmusterbuch. Die brauche ich für verschiedene Zwecke. Die sind immer hilfreich. Meine Faltfiguren drucke ich mit Butterbrotpapier. Ihr könnt auch Seidenpapier nehmen. Hier kommt also meine Indigo Acrylfarbe. Ich drucke heute nahezu monochrom. Ich beginne mal mit dem Indigo. So, hier nehme ich als erstes meine Strukturtapete und drucke das Muster jetzt erstmal auf die Gellyplate. Dann fällt mir ein, dass ich ja die Faltfigur darüber malen bzw. drucken möchte. Also walze ich die Farbe noch mal ein bisschen in das Muster hinein. Ich gebe auch noch ein bisschen Magenta dazu, um die Farbe mehr ins Lila zu bringen, und beginne dann nochmal neu mit der Faltfigur, also mit dem Butterbrotpapier. Das knülle ich ein bisschen zusammen und presse es dann auf die Oberfläche. Schaut mal, wie deutlich die Faltfigur jetzt zu sehen ist. Na, jetzt mache ich das nochmal mit der Strukturtapete im unteren Bereich, und an der Seite nehme ich auch noch etwas Farbe mit einem weiteren Stück Butterbrotpapier weg. Jetzt kann die Oberfläche abgedruckt werden und ich lege mein Druckpapier genau passend auf und streiche es vorsichtig, aber gründlich an. Und hier sieht man schon, die Farbe war schon zu trocken. Um diese Farbe, die jetzt noch auf der Platte ist, aufs Papier zu bekommen, kommt mein extra Tipp. Ich nehme etwas transparenten Acrylbinder, am besten matten Acrylbinder, walze die untere Partie dann nochmal damit ein, ganz vorsichtig, und drucke die untere Hälfte einfach nochmal, und ihr werdet sehen, das Ganze funktioniert. Jetzt ist die untere Partie schon vollständig gedruckt und ich mache das mit der oberen Partie auch nochmal. Mal sehen, ob es klappt.
Ich lasse das Ganze noch einen Moment liegen und mache in der Zwischenzeit meine Walze sauber. Oh ja, die Strukturen und die Faltfigur sind gut gelungen. Auf ein neues! Ein weiteres Beispiel im kleineren Format. Ich drucke jetzt die Figur mit einem perforierten Küchenpapier, was wieder andere Strukturen erzeugt. Hier überlege ich, ob ich mit Buntstiften das Ganze noch ein bisschen ausarbeiten soll. Aber im Grunde genommen ist es auch schon fertig und ich habe noch ein weiteres, an dem ich euch dann die Ausarbeitung zeigen möchte. Genau, dieses nehme ich. Da sind manche Falten und Strukturen noch nicht so ganz deutlich und ich will es ein bisschen mit mehr Kontrast versehen und auch vielleicht ein bisschen dreidimensional wirken lassen. Schaut mir einfach mal zu. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen
und ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Schaut doch mal auf meinen Kanal, da findet ihr so viele verschiedene Techniken. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, ihr Lieben.